Hallo Fries, sehr dankschön für terugkomen. Ik freue mich, dat jullie teruggekomen zijn, dat we kent op God zijn woord studeren. En we zijn in een brief, wat Paulus in de Galatische Kirche geschreven. En ik kon het niet geloven, maar we zijn bij kapitel 6, dat laatste kapitel. En zo, ik heb gehad zo veel geleerd als ik ook heb. God zijn woord is wunderbaar, dat we staan wo we leven zullen. En Paulus vangt das brief aan met reden van genade. En ganz durch den brief kan we immer weiter sein, wo hij van genade reden wird, en hij wordt ook Schluss maken. Met dit kapitel, met reden weiter von genade. En wenn wir genade verstehen können, dann wird das ons Leben ganz am ändern. Dat het ons Leben am ändern, wo wir ons christliche Leben leben. Und wenn wir genade verstehen können und das dann annehmen, dann können wir in der Freiheit leben. Dat wir frei sind von Proben, uns recht zu merken für Gott und uns ganz handgebende Arm. Wenn wir das verstehen, dass wir sind gerade durch Genade, durch was Jesus getan hat für uns am Kreuz, dann können wir unser Leben am ändern, wenn wir können uns handgebende Arm und wir können am vertrauen, dass er wird durch die Kraft von den Heiligen Geist unser Leben von beim am ändern. Dat ook am ändern, wo wir dann andere Menschen behandeln. Dat am ändern, wo wir dann andere Menschen leben. Die Bibel ist sehr klar, dass wir als glaubende Menschen, wir sollen uns an sich leben. Wir sollen alle Menschen glauben, aber das redet besonders von den Menschen, die im Glauben sind. Als Christen, hier ist kein Rammweg. Guck mal, was Johannes 3, Vers 14 sagt. Das sagt, wir wollten, dass wir vom Tod zum Leben gekommen sind, weil wir läuft für die Brüder haben. Wer dem Nächsten nicht was rechnen kann, ist noch tot. Wenn wir unsere Brüder und unsere Schwestern leben tun, das ist ein von den klarsten Tekens, dass wir sind vom Tod zum Leben gekommen. Und wenn wir unsere Brüder und Schwestern leben tun, dann haben wir Verlangen zum Enthalten. Ich will mit einem Beispiel bringen. Mein Onkel, der hat sich vielleicht in 1,5 Jahren 3 zijn vinger gebroken en die wir ganz ewig gebroken. En we fuhren im Hospital en wollen haben, sie sollen den Treif starten und dann den Fuß merken, dass die können fernhalten. Und ich wundert, wo das wird sein, wenn wir in dem Hospital gekommen und die Tochter schon angefangen zu lachen über uns und haben uns angefangen zu sagen, woran wird die hier ankommen für seinen Tod? Und woran wird die uns verlangen, dass wir ihn sollen halten damit? Und so den Lachen und Spektakeln über uns. Dann wird eine Bild sein, dass ihr seid hier dort auch. Ihr seid hier, um uns halten, wenn uns was fehlt. Wenn wir uns Körper, mit uns Körper was arg ist. Dort kommen wir hier hin, dass ihr uns sollen halten hiermit. Und ihr seid hier dort für die Kranken. Und wenn ich mir habe was getan und mir fehlt Halb, ich soll hier kein hinkommen und dass ihr mich dann rechten, oder dass die mich dann behandeln. Ich komme hier, dass ich kann weiter wollen. Und ab diesen Salien war ich erst dort, dass die Kirche soll ein Hospital sein für die Menschen, die da jährlich weiter, wo da jährlich zwei sind. Als Christen, aus dem Körper, aus der ganzen Körper Christus, das ist ein Ding, wo ich glaube, meist alle von uns, wir würden können wissen an. Meist alle Zeit, da wir das nicht sehr gut. Wir dürfen nicht so fern ausführen. In Vers 1 in Galata sagt, dass es das Brüder, wenn je einmal wem du betrafen, dort er sich versündigt, dann soll je, der jässlich sind, dem freundlich und läuftulich Tracht halten. Und pass auf für dich selbst, dass du nicht auch versagt wirst. Das redet hier von den Menschen, die du im Glauben sind. Und von den geradsten Dingen, die du in diesem Vers auch, dass wir sollen Sinn ihrens nehmen. Wir sollen nicht Sinn unserem Carpet, unser Schwaben und dort looten und uns tun, das ist nicht. Wir sollen Sinn ernst nehmen. Und das sagt, wenn je einmal wem du betrafen. Das hört sich so, wenn wir den Menschen sollen Charakter an gerieten, wenn er den Sinn begonnen hat. So ein bisschen ist der früh in Johannes 8, wo sie wird beim Eherbruch brechen, getroffen. Aber im Englischen sagt das, wenn wer im Glauben als übernommen mit einem Sinn. Aber noch andere wird, was eine Wort kann sein, wenn sie vor sind in den Sinn. Und sie können nicht selbst zurück.
dann fehlt unser Haupt. Und wo soll wir enthalten? Und wie kann nicht ihre Sinn vergeben? Du sind in die dann lernen, dort wann du die Hand forschst und das mal Predigt reden und all die Sinnen bekannt, was du getan hast, dort die dann kann die Sinnen vergeben. Und das ist nicht so. Predigt kann uns nicht die Sinn vergeben. Bloß durch Jesus Christus sein vergutenes Blut habe ich die Vergebung für die Sinn. So, wenn wir tragen, nur das Bild von, wo die Kirche soll ein Hospital sein für die Kranke, für die jährliche Kranke. Und uns Verlangen als Menschen im Glauben soll sein, dass wir wollen Menschen leben und halten. Nicht die verdammen und die durchreden. Wie gesagt, das studieren, dann fange ich mit unterdenken, wo do wir das gewöhnlich als Menschen? Wenn wir das nicht gut tun, wo do wir das gewöhnlich? Und hier ist ein Mal, wo einer dort sieht, wo das passiert. Wenn wir Menschen sein, wo da seinen Sinn dann gefallen, das wo wir uns mal dort behandeln tun. Wir fangen an mit unseren Freunden dort sein und unseren Nachbarn dort sein. Und dort hat sich gekriegt, wenn das vielleicht nicht alle Wahrheit ist, wenn wir dort Dinge bieten, dort eine bessere Geschichte ist, zum wieder vertellen. Und dann gleich wie sage ich mir, und dort die Menschen dort antwortet, und die Menschen dort wollten, was er soll getan haben. Und wir denken so, oh, die darfst gleich an die Salz steuern, die wirst nie nicht in den Städten anfallen. Und die wird niemals in der Stadt halb fehlen aus das. Und seine Stadt, gut wie mehr einmal in seine Stadt Dinge nennen. Und einer hat Geschichten von Menschen, die sind nach der Kirche gehen, nur halb. Und Luther dann fängt sie an, dass die Dinge, die sie sind, mit der Kirche gehen, sind nicht geblieben. Die haben die Lehrer nicht für sich selbst geholt, aber die Menschen, die sie nur gingen, die Christen wären, die haben das nicht für sich selbst geholt. Und dann steht dort, gehalten wird, dann wird ganz durchgereden, wenn dort wird bloß alle werden rumgespreut, was sie mit kämpfen tun. Und das ist ein von den Ursachen, warum die Menschen nicht aufmerken, wenn ihre kämpfen mit Sinn, was sie durchgehen. Und Jesus sagt, dort ist für die Sünder gekommen. Er ist für die gekommen, wo die krank sind. Ich habe in Markus 2, Vers 16, er sagt, es ist aus den schriftgelehrten Pharisäer sahen, dort er mit den Taxkollektor und Sündertaub aus. Frühen sie seine Jünger, warum er mit Taxkollektor und Sündertaub? Und dann Vers 17, das ist das aus Jesus das hier, seht heute an. Die Sünder brauchen den doch nicht. Den brauchen wir die Kranke. Ich sie nicht gekommen, die Gerechte anzuladen über die Sünder. Jesus wie für die kranken Menschen, für die twänige Menschen gekommen. Er wir nicht gekommen für die, was die old leben, sie wären gut genug und können sich das selbst utarbeiten und sie wären selbst gut genug dazu. Wir sollen immer nicht stehen sein, aus dem Körper Gottes, dort immer halten die Menschen, die jährlich zwei sind. Und der Trouble ist ein Teil von uns, wie gleich nicht Raum zwei Menschen sind. Und so das bringt mich zu Punkt Nummer 1, was ich will rüberbringen von dir. Und dort ist, dass die Kirche ist ein Hospital für kranke Menschen, die jährlich krank sind. Und wo soll wir enthalten? Dort sagt dann soll die jährlich sind. So, das meint nicht, dass bloß der Lehrer von der Kirche, aber das meint die, die am Jes wohnen. Das ist, was jährlich meint. Die, die am Jes wohnen, sollen die leiftulich und freundlich Tracht halten. Und so, wenn wir das dann Gott sehen Weg, dann, und dort meint dann freundlich und leiftulich Tracht halten, dort alles am anderen. Wenn wir wirklich können sein, dort das ist krank, wo Gott uns behandeln wird. Ist das nicht? Heute uns leiftulich und freundlich Tracht halten. Und so, damit einmal, dann fängt einer sich selbst ab, nicht steht, wo einer Leiber dankbar ist. Und weil aufhängen alle Menschen ab diesen Weg zu halten, wenn einer das wirklich verstehen kann. Dass Jesus hat so viel Geduld mit uns, er läuft uns und er wird uns freundlich und leiftulich Tracht halten. Und dann mit einmal, weil einer derselbe läuft und der Genut wiedergeben der andere. Jeder ein von uns, wir sind zwei Menschen und wie uns fehlt uns an sich. Und wie wir uns fort meditiert,
auch die Kirche fehlen, wenn das nie Krieg nicht geht. Aber uns fehlt uns Amtszeit. Und dann der zweite Punkt ist, dass die Kirche soll eine Stätte sein, wo ein Mensch kann Heilung finden. Kriegst es wie im Hospital fahren, zum Proben Hilfe zu kriegen für uns Körper, wenn der zwei ist, so ist die Kirche auch eine Stätte, wo Menschen, wo soll bekannt sein, für eine Stätte, wo Menschen kann hinkommen, wenn sie zwei sind, zum Heilung finden und wo sie kann jährlich geholfen sein. Und bei der dritte Ding ist, dass du sind einzelne Kirchen, die dann sein Säuergut an Menschen rückschieben und sagen, du jetzt nicht hier hin, und es steht enthalten, und dort sie keine Heilung finden. Und so sage ich schon, ein Teil von uns, wie fing uns als das schwer, wenn die Menschen sind. Und ich habe letztens einen Mann redet von seinem Freund, und sie sein Freund gleich nicht so, im Airplane dich bei anderen Menschen zu sein. So, was sein Freund tut, ist, er sich so ein Ding für sein Müll bringt, und dann tut so sitzt ein Mensch ist krank, und dann glauben die Menschen alle, er ist krank, und dann können er ganz allein sein. Keiner will dich bei ihm sein, wenn alle Menschen glauben, er hat eine Krankheit. Und das ist ein Symbol, wo wir dann andere Menschen behandeln, die zwei sind, die jährlich zwei sind. Und dort, wenn es ein Teil von uns, wir gleich nicht geboren sind, mit zwei Menschen, und wir gleich auch nicht, wenn dort unsere Zeit wegnimmt. Wir haben nicht Zeit für zwei Menschen. Gott hat uns beraubt, dass wir sollen Menschen haben. Und dann sagt Paulus, ein Post für die, ab für die selbst, dass du nicht auch versorgt wirst. Was von der Übersetzung sein, dass in der selben Versicherung nennen wollen, aber was sein, dass du nicht auch versorgt wirst. Könnte es sein, dass Paulus nicht bloß sagt, dass wir nicht in derselben Versicherung nennen wollen, aber dass wir würden nennen wollen, dass wir mit einmal würden glauben, wir sind besser als der Mensch, wem wir halten dann. Dass wir mit einmal aufhören zu glauben, dass ich niemals sind, das tun, was das Mensch getan hat. Und dass wir uns auch können aufhören, abzuheben. Und denken so, wir sind viel besser. Guck mal, was Vers 3 sagt in Galata, das sagt es, dass wenn irgendwer denkt, dass es mit einem Wort ist, wenn dort doch nicht ist, der schmerzt sich selbst an. So mit diesem Vers kann ich das sagen, dass wir sollen uns nicht herstellen, dass wir sollen nicht glauben, dass das mit uns was ist, wenn das nicht ist. Und so, mit dort werden wir kicken in Vers 2. Wir gehen gleich in Vers 3, aber wir werden trägen in Vers 2. Halt einer dem anderen seine los drehen und dadurch tun, was Christus seinen Gesetz verlangt. In 1. Korinther 9, Vers 21, da redet auch von dem Gesetz, Christus sein Gesetz. Aber die Bibel ab keine steht, der besonders davon reden, was das Krieg ist. Aber meist alle Menschen, die die Bibel studieren, die verstehen, dass es dort, dass Christus sein Gesetz ist, was Christus davon reden, was die zwei Geratste geboten sind. Und dort ist in Markus 12, Vers 28 bis 31. Dort sagt es, und du sollst den Herrn dienen Gott von ganzen Herzen, mit ganzer Seele, mit allen Gedanken und all deine Kraft Gott sein. Das ist das wichtigste Gebot. Das zweite ist, du sollst die Nächsten so gut sein als die selbst. Du hast kein geratetes Gebot als diese. Und so, wie kann das sein hierbei, dass diese zwei Gebote, das sind die ganz geratste. Und erstlich soll wir Gott leben, mit alles, was wir haben, und dann soll wir uns nur so gut sein als uns selbst. Oder uns Nächsten so gut sein als uns selbst. Und wenn einer wirklich stillhält, der stillhaltende denken, wenn ich soll den Nächsten so leben als ich mich selbst, wo wir das tun? Wie kann denn unsere Nächsten leben mit halten, der er losdrehen? Und wir wollen, dass Gott hat uns beraubt, dass wir sollen alle unsere Sorgen sagen ab am. 1. Petrus 4, Vers 7 sagt, schmied all deine Sorgen ab am, hei sorg für jünd. Aber Gott hat auch Menschen brauchen, die uns halten. Und wir sollen taub wandeln, als Part von derselben Familie, und wir sollen uns halten, einer den anderen Sinne loszudrehen. In Vers 2, dort redet davon, wir sollen einer den anderen halten, der loszudrehen. Und das ist dort, wo wir Christus sein Gesetz verfallen. Und das wird los hier, das meint,
dat de weg van een persoonlijke weg. En dat kan zijn dat het in die karakter wat is, wat du nicht reich ist, oder du das kämpfen mit einer Sinn, oder du hast vielleicht ein anderer Kampf, was du durch ist. Aber so wie sollen einer den anderen halten, der losdrehen. Aber wie sollen auch besser werden. Wie vorhin im Hospital, dort dass wir wollen besser werden, nicht? Und dort soll wir auch, wenn wir nur kommen nach Hause, wir sollen kommen mit der Einstellung, dass wir wollen besser werden. Und er denkt nicht im Hospital fahren und denken so, nu will ich mich hier in Bad pachten für die nächsten 30 Jahre, dass ich kann hier anlegen und bloß einmal krank sein. Und er ist dort, dass er will gesund werden. Und durch keine Zeit, wenn Jesus wird sein zu uns, ist, was er sagt zu den kranken Menschen in Johannes 4, Vers 8. Er sagt, steh ab, nimm den Bad und geh. Jesus will haben, dass wir sollen besser werden. Dass wir sollen nicht immer in dort bleiben, wo wir zwei sind. Für some von uns, dass unsere Selbstachtung, die verlässt sich ab eher zwei gebrandet. So, einige von uns, wir sind zwei, und darauf verluten wir uns, dass Menschen immer weiter wollen uns bejammern und dass sie wollen bei uns bleiben und uns halten. Und so, die Menschen wollen das gewarnt, wenn Menschen ihn bejammern. Und die fangen dort einfach an zu gleichen, sich dort zu leben. Jesus will haben, dass wir sollen besser wollen. Und dass wir sollen Heilung finden. Und so, jeder Mal, wenn so ein Mensch fragt, wo dort das immer schlecht, das ist immer schwer. Und das ist immer schwer. Das ist nicht Jesus' Plan für uns. Ich sage nicht, dass unsere Menschen nicht eine lebenslang denken können, was schwer ist, und das ist immer schwer. Aber das sind Menschen, die fallen in so eine Städte an, wo das bloß immer schlecht ist, wenn du auch nicht besonders sportlich ist. Und das ist, wo sie ihr Leben ausleben. Gott hat das so gemerkt, dass wir sollen besser werden und Heilung finden. Und dass wir sollen einer den anderen halten, unsere Losen drehen und halten uns an sich gesund werden. Dann, drittens ist, dass dich genug taub wohnen, dass wir können uns an sich halten, heilen und besser werden. So viele von uns, wir luden niemals nicht mal Menschen dich bei genug zu uns, dass der uns würden genug kennenlernen, dass sie können lernen, was wir mit kämpfen da. Das wie ich für sehr viele Jahre. Ich habe bei mir so eine hohe Wege rumgebaut, dass ich will nicht weiten, dass keiner wird dich bei genug kommen bei mir, dass die würden antworten, was von den Dingen ich mit kämpfen da. Und so, das wirkt so. Kein Mensch kann dich bei genug kommen, dass ich kann mal dich ohne Freund haben, was mich würden kann halten. Und so, Gott fängt an mit den Wegen durchbringen. Er weiß mir, dass mir Freunde fehlen, was auch im Glauben wären, was mir können Mutter sprechen und mithalten. Und was mir können für mich beten und mir Mutter sprechen. Das sind vielleicht was von uns, wie fallen uns so, wie kann keinem drehen. Und so, wir probieren bloß die Dinge zu verstärken, was wir mit kämpfen tun. Und dort meint so viel, wenn wir dort nicht mitteilen, dann haben wir auch nicht Menschen, die können für uns beten oder mit uns mitgehen, wie sieht uns und halten uns. Und wenn du hast so eine Erfahrung gehabt, wo du nicht hast können, wo du hast einen Mensch, der sagt, in der Haft nicht für sich selbst geholt, sieht die ein Mensch wahrer im Glauben und sieht die Freund, was du im Jesus wohnen tun, was die kann halten. Und so einmal dann in der steht dort die Menschen in der Kirche blieben, wenn ihre Sinn wird eingefangen, dann tun sie bloß die Kirche verloren. Das ist leicht einmal denken Menschen so, wenn ich bloß die Kirche verloren, und es steht dort die Menschen dort alle antworten, was sie mit kämpfen tun. Und so, dort braucht damit, nur die Kirche gehen und sagen, mir fehlt Halt mit das. Ich da sehr kämpfen, ab ne Wasser steht. Und so, das ist nicht gut, wie uns fehlt uns an sich, das Wandel taub down. Das braucht damit, zu sagen, dass mein befriedetes Leben ist zwei. Oder meine Familie ist zwei und meine Kinder sind zwei. Oder dass ich da kämpfen mit einer Wasser sind und ich konnte nicht reden, allein. Wirst du mich halten? Ich brauche hier ein Prediger und ich brauche das Bild von ein Port von der Kirche weiter und von ein Mensch. Und ich brauche das Bild. Das soll krass sein, dass wenn
mein Arm zwei ist, dann ist das von der ganzen Körper weiter. Und so brauche ich das Bild, wenn du ein Mensch in der Kirche ist, wo du zwei ist, in den fehlt halb, dann soll der ganze Körper das weiter und wir sollen alle taub probieren, den Menschen zu halten. Aber da wenigstens wird das dann weiten und wird das mit ansehen. Und wir sollen enthalten, dass sie wahre gesinnt werden. Und das meint auch, dass wir zusammen für dich, wenn durch schwere Tiden gehen. Und jeder einer von uns fängt an selbst ab so eine Stadt. Galata 6, Vers 3 sagt so, wenn irgendwer denkt, dass es mit arm was ist, wenn das doch nicht ist, der schmerzt sich selbst an. Und hier ist das Ding, in Teil von uns, wie wir uns gehen unter Menschen meten. Und das, Paulus sagt, das hat keine Stadt in einem Mensch im Glauben sein Leben. Wenn er sagt, dann schmerzt er sich selbst an, wenn er sich glaubt, das ist, was mit ihm, wenn das nicht ist. Und einige von uns, wir glauben, wir sind so gut, zum anderen halten. Und dann glauben wir vielleicht auch, wir sind so gut, dort tauschen, dass uns auch noch mal halb fehlt. Und Paulus sagt, dass wir sollen von dieser Hochmut uns losmachen. Und dann, Vers 2 sagt es, dass laut einem jedem sein ähnlich Werk sehen. Und seinen auf Heidor, was fängt sich zu loben. Und sich nicht an seinen Nuber mähen, wie als ein jeder, was seine eine los drehen machen. Wir sollen uns niemals mähen mit anderen. Aber das ist eine große Kampf, in so viel von uns durchgehen. Wir tun uns mähen gegen andere. Und du hast keine, sind das so keine Stelle haben in uns christlichen Leben. Für die von uns, die im Yes wohnen, sonst soll hier doch nicht sein. Und jeder von uns soll checken, nur Jesus als uns Beispiel und uns eine Wort in unser Segen, sagt dort. Und wenn einer wirklich so denkt, woran würden wir uns gehen und uns mähen? Jeder von uns, wir sind in der selbe Lehre. Wir sind bloß durch die Genüge Rat und wir können nicht, keiner von uns ist besser als der andere. Warum würden wir nun anderen checken und uns gehen mit jeden den? Wenn wir können Gott fragen und sagen, du mich und ihr sehen. Und du mich halten, dass kann für die leben. Und ich weiß, dass wenn das ist ein großer Kampf was ich habe durchgemerkt in meinem Leben. Und nicht die Tiden noch mal, wo Gott mir das Denken halten, dass ich nicht soll, mir jeden anderen Menschen mähen. Ich sage, sie soll so viel über gekommen und ich danke Gott dafür und ich bete, dass er mich wiederhalten. Und wir delen immer weiter drei, nur die große Nurreichkeiten, was dort in Galata 3,28 sagt. Du hast nicht kein Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven oder frei, Mann oder frei. Wir sind alle eins in Christus Jesus. Und wenn wir das wirklich glauben, dann haben wir Leben in der Freiheit, dass wir uns nicht mähen gegen andere Menschen. Und wenn wir alle in den Herrn Jesus Christus sind, dann sagen wir gehören alle einer zu den anderen. Kijk maar wat Römer 12, Vers 5 sagt. So sind die viele ein Körper in Christus und auch untereinander sind die Glieder und einen Körper. Wir sind Glieder und einen Körper. Und das bringt uns drei. Nur die Wahrheit, dass wir sind Part von einem Körper und dass, wenn wir stehen haben, wo wir weiter und wo wir kämpfen, dass wir sollen uns an sich halten. Vers 5 sagt es das. Wie in jeder, was seine eine Last drehen man. Und wo kann wir ein anderer Mensch seine Last halten drehen, und dann sagt dort, aber wir sollen unsere eine Last drehen. Reden diese Versen jeden sich an sich. Und das wird in der Greek, wenn das eben sagen, Lur, oder der Los, dort ist Forschen. Und dort reden von der besondere Lur, was jeder Mensch hat, was wir nicht kann geben, wo andere Menschen uns nicht kann mithalten oder aufnehmen. Und jeder von uns hat besondere Verantwortlichkeiten, was Gott uns gibt, wo wir allein verantwortlich sind. Zum Beispiel, Gott hat uns jeder Verantwortlichkeiten gegeben für unsere Familie. In 1. Timotheus 4, Vers 8 sagt, dass wenn über wer nicht für seine eine Freundschaft sorgt, und besonders für die von seiner eine Familie, der hat damit seinen Christenglauben aufgesagt und als einer, der nicht glauben wird.
Und dann sind wir verantwortlich für unsere Kirchen. 1. Korinther 12, Vers 18 sagt, aber nu hat Gott dort mit der Galata Körper so zugestellt, als dort für Gott gefangen hat. Und danach für unsere persönliche Heiligkeit. 1. Petrus 1, Vers 15 bis 16 sagt, aber so als der heilig ist, der ihn abgenommen hat, soll ihr auch in all jene wie heilig sein. Wie es dort steht geschrieben, ich sie heilig, und deswegen soll ihr auch heilig sein. Wir können nicht die Verantwortlichkeit von wo wir uns dann benehmen, am anderen sagen. Und wir alle denken, dass andere sind verantwortlich, dass wir jährlich wissen tun. Wir können nicht unsere Prediger die Schuld geben, wenn eigentlich nicht jährlich wissen tun. Wenn eigentlich nicht tun, tust selbst, Gott sein Wort studieren und dort lernen für uns selbst. Und wir können auch nicht die anderen Menschen ihre Verantwortlichkeit, was sie ab sich selbst haben, ab uns nehmen. Und wir können auch nicht die Verantwortlichkeit ab uns nehmen, wo sie sich benehmen tun. Und wir tun bloß die Gelegenheit geben, dass sie kann wissen und auch, aber wir können ja nicht bemachen, dass sie machen wissen. Jeder einer ist verantwortlich für sich selbst, zum jährlich wissen. Was von uns fehlt das vielleicht, das zu hören von dir? Das ist meine und deine Arbeit. Wir sind verantwortlich, dass die dann jährlich wissen in dem Herrn. Und wir können aber, dass wir dann helfen, andere Menschen ihre Lasten drehen. Dass wir können mit uns Amtszeit gehen und mit unseren Schwestern taub, helfen und die Weg schildern, mit das Schwere, was sie durchgehen. Und so, hier mit einem Beispiel, wo das wird lauten. Und das ist, wenn man jetzt mit einem großen Sack sucht, und später sich so, er wird noch bloß taubknallen in der Unge. Und dann gehen wir Männer in Stunde Unge mit am Taub und dann den Sack sucht mit am Taub drehen. Das hat er nicht ganz allein gebracht. So, das meint nicht, dass sie den Sack nehmen von ihm, aber sie gehen da bloß bei und dann an ihm halten. Das hat er keine Hand drehen, wo er dort will Hand drehen, nur sein Haus. Und so, dort ist ein bisschen das Bild, was wir haben, wenn wir dann andere Menschen bloß mitgehen mit ihnen und mit ihnen halten und halten mit den Lasten, was sie durchgehen. So, die erste Frage ist, wo do wir von dir, wenn wir zum anderen Menschen halten? Da nein, die anderen Menschen halten, die Lasten drehen, wo sie werden sind. Das sind bloß Frauen, wo wir uns selbst können und ja sehen. Vielleicht kann sagen, was von uns ich das nicht gut. Ich habe so ja nicht das getan, was ich soll. Und ich weiß nicht, dass was du so kämpfen hat, ich habe nicht halten, was ich soll. Das ist nicht zu laut, weil wir von dir erfahren oder eine Message schicken und sagen, wo kann ich von dir für die beten? Wo kann ich halten, die losdrehen? Und die mithalten. Und da können große Unterschiede machen. Und das ist ein wunderbarer Weg, wo wir mit uns Amtszeit wandeln. Und dann Nummer 2 ist, vielleicht bist du da, wo du von dir in eine schwere Zeit ist, und die dir sehr kämpfen mit welchen Dingen. Vielleicht fängst du die ab einer Stadt, wo du sehr bedrückt bist. Oder dass du vielleicht in eine Versicherung bist, wo du mäßig weißt, wo du was rückkommst. Und vielleicht ist dort eine Familie Schwerheit. Weil wir rückstoppen und andere Menschen anladen in unsere schweren Zeiten an. Weil wir uns halten in den Zeiten, wo uns dort Haupt fehlt. Wo sie uns kein Mut sprechen und wo sie uns kein halten, die Lud drehen, was wir haben. Einmal fallen wir uns, wir sind die einzigen Menschen, die Trouble haben und durch schwere Zeiten gehen. Aber wenn wir es aufhören, uns aufzumerken und mit Menschen mitzuteilen, dann mit einmal verfehlen wir uns, dass wir nicht die Einzigen sind, die schwere Zeiten durchgehen. Dann fängen wir hastig an, dass wir gehen alle durch schwere Zeiten. Aber das braucht damit, um uns aufmerken und sagen zu anderen Menschen, mir fehlt Hilfe. Dann werden wir Gott auch fragen, dass er uns wird halten. Dass er uns wird halten, dass wir können als glaubende Menschen halten, dass er uns wird halten, unsere Lasten drehen, dass wir uns an sich halten. Und so, wenn wir wandeln im Geist Gottes, dann wird er uns brücken und wird uns Kraft geben, zum einer den anderen halten. Gottes Segen sei Dankeschön für Treikum. Kommt nächste Mal und dann werden wir wieder Galata Kapitel 6 studieren. Dankeschön.